Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaften an der Uni Tübingen. Durch und durch digitaler Typ irgendwie. Sie haben aber das Problem, Sie mussten trotzdem Ihren physischen Körper hier heute herbringen. Ja. Ich bin total erleichtert, dass Sie hellwach sind. Wann sind Sie gelandet? Gestern Abend um 8 oder so. Okay, ich hab mal nachgerechnet, Zeitverschiebung, Sie müssten jetzt gerade frühstücken, oder? Ja, ich habe auch so ein leichtes Frühstücksgefühl. Ja, ich konnte einen kurzen Blick so auf Ihren Terminkalender werfen. Ich war auch extrem beeindruckt, Sie wissen nicht, was wir für Unterlagen bekommen haben. Ne? Ich war sehr beeindruckt, wie Sie das durchgetaktet hatten. Das hat physisch alles stattgefunden in der Pandemie? Oder also Sie sind wirklich die ganze Zeit dann da rumgereist? Ja, es hat physisch stattgefunden. Ja. Also ich habe auch gemerkt, das Thomas-Mann-Haus ist fantastisch, aber wir reden natürlich über eine Welt von Superreichen. Ja, Friedhelm Margot und ich haben uns letztlich immer wieder über die Immobilienanzeigen jetzt 1 Million billiger gefreut und gesagt, also in der Etage spielen wir nicht mit. Ich bin irgendwann einen Tag einmal spazieren gegangen, etwas, was man da nicht tut. Also es sei denn, man hat einen Hund und es ist 17 Uhr und man zerrt den so hinterher. Ich habe gedacht, man muss so Hundeattrappen erfinden, um die Legitimation als Spaziergänger da irgendwie nachträglich zu schaffen. Also kurz und knapp, es ist natürlich auch eine gated Community, aus der es sich dann lohnt, wieder herauszutreten. Und in der Tat, es waren manchmal bis zu 3 Gesprächen am Tag. Das war also wirklich beeindruckend, diese Liste. Was ich da wirklich spannend finde, Sie haben es gerade schon beschrieben, dass Sie da so die Pioniere der Anfangsjahre des Internets getroffen haben. Warum eigentlich? Sie interessieren sich doch für die Zukunft. Ja, weil ich glaube, dass in diesen Anfängen sehr viel aus der Zukunft, also sehr viel für die Zukunft zu lernen ist. Denn diese Leute, was immer man Schlechtes über sie sagen mag, hatten nicht das Interesse am großen Geld, sondern das waren Utopisten, Möglichkeitsfantasten, wenn Sie so wollen. Und die haben ein anderes Netz, ein anderes Silicon Valley gewollt. Manchmal aus meiner Sicht mit absurder cyberlibertärer Rhetorik, eine völlige Überdehnung des Freiheitsverständnisses. Aber da wieder zurückzufinden und auch eigene Konzepte der Medienmündigkeit, die ich versuche zu entwickeln, zu testen, auszuprobieren, zu reden, zu fragen, wie könnte man eine Graswurzelbewegung in Richtung von mehr Medienmündigkeit beginnen? Also wie könnte man das skalieren lassen in einem sehr ernsten Sinn? Diese Auseinandersetzung mit Medienmündigkeit und Medienkompetenz, die hat mich beschäftigt. Das ist ja eine sehr große Frage, die nach digitaler Medienmündigkeit und auch wie wir die überhaupt hinbekommen können, dass wir die alle irgendwie in uns tragen. Bevor wir zu dieser ganz großen Frage kommen, können Sie es uns vielleicht plastisch machen, wenn ich auf dem Smartphone das soziale Netzwerk meines Misstrauens öffne und dann da also mit einer Flut an Empörung konfrontiert bin? Wie gehe ich digital medienmündig damit um? Naja, das Problem ist das Geschäftsmodell. Das Problem ist das Geschäftsmodell, dass die Aufmerksamkeit band, um Sie gewissermaßen Ihre Aufmerksamkeit dann an die Werbeindustrie zu verkaufen. Wir sehen, die großen Pandemiegewinner waren im letzten Jahr 3 Unternehmen, die 46% des gesamten Werbemarktes auf sich veranschlagt haben. Weltweit, Meta, Google, Amazon. In diesem Jahr werden es erst mal über 50% sein. Also des gesamten Werbevolumens weltweit für 3 Unternehmen. Also wir reden über ein gigantisches Business, das eine merkwürdige Paradoxie hervorgebracht hat, nämlich die Gleichzeitigkeit von einer Öffnung des kommunikativen Raumes. Wir alle können jetzt mitspielen, Herr Rabanzel, auch ohne Journalistin oder Journalist zu sein. Und auf der anderen Seite eine Totalvermachtung, eine Refeudalisierung des kommunikativen Raumes, wie wir sie mediengeschichtlich wahrscheinlich so noch nie hatten. Das heißt aber, das ist kein Konzept für, ich sagte vorhin, wenn ich mein Smartphone aufrufe, das ist eher für die kommunizieren. Ein Konzept. Wenn ich mal groß denken kann, müssen Sie das Businessmodell angreifen. Wenn ich mal groß denken kann, müssen Sie wissen, dass wir in einer föderalistisch zersplitterten Bildungslandschaft wie der unseren damit gewaltige Probleme haben, ein solches Fach in die Schulen importieren. Wir haben eine Medienrevolution etwa vergleichbar mit der Erfindung der Schrift oder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Wenn ich mal groß denken darf, dann muss es Formen der Selbstregulierung von Plattformen geben, die Medienmündigkeit wahrscheinlicher machen und unter anderem durch eine ganz andere Transparenzpflicht. Also wenn Sie sich die Studien anschauen, wissen die meisten Menschen ja nicht, dass ihnen ihr Weltbild gleichsam algorithmisch vorgepuzzelt Das heißt, erscheint. Ihnen schwebt tatsächlich sowas fast Banales vor wie ein Unterrichtsfach in der Schule? Ja, ich finde das überhaupt nicht banal, sondern es ist außerordentlich dornig, der Weg dahin. Wir haben eine hierzulande konzeptionell entleerte, normativ verwässerte,
und mutlose Form der Medienkompetenzdebatte. Schon der Begriff der Medienkompetenz ist ja eigentlich eine Lehrformel, um sie direkt in eine Form von Koma oder Tiefschlaf zu versetzen. Jetzt haben Sie das alles erforschen können in Los Angeles, direkt quasi an der Quelle, jetzt von hier aus gesehen zumindest, dieser ganzen Entwicklungen. Hat das Ihren Blick verändert? Das hat meinen Blick verändert, ja, absolut, weil ich sehr viel in der Nahschau gesehen und verstanden habe, auch über die Person selbst. Also ich habe sehr viel gelernt über einzelne Personen, die ich hier gewissermaßen als Figuren der Sekundärliteratur kannte, unbedingt, ja. Und umgekehrt, Ihre Gesprächspartner in den USA, konnten die was anfangen mit Ihren europäisch bedenkenträgerischen Fragen, die Sie gestellt haben? Ganz unterschiedlich. Also ich habe es erwähnt, ich war erstaunt über die Gesprächsbereitschaft. Das heißt aber nicht, dass Sie mit Ihren Fragen was anfangen konnten. Naja, also der Trump-Schock, die über Facebook mitorchestrierte Ermordung der Rohingya, die Macht der Desinformation nach dem Sturm auf das Kapitol, die Erfahrung jetzt in Zeiten der Pandemie, dass Desinformation tatsächlich tödlich ist. Der Schock ist überall da. Die Antwort ist mal die eines grausamen Optimismus. Ich löse das Problem individuell. Und die andere Fraktion denkt sehr viel intensiver über gesellschaftliche Parameter nach. Also da ist Gesellschaft nicht nur Störung, sondern Aufgabe. Sie hatten jetzt nicht nur die Gesprächspartner in den USA, die da arbeiten oder gearbeitet haben, wenn das die Pioniere waren. Sie hatten auch, im Gegensatz zu Mohammed Amjahid, der nach ein paar Tagen mit Heike Paul nur noch den Geist von Thomas Mann hatte, Sie hatten eine ganze Menge Leute, mit denen Sie, glaube ich, gleichzeitig da waren. Und da gab es ja auch inhaltliche Überschneidungen, würde ich sagen. Also mit Christoph Möllers, Rainer Forst, Michael Zürn zum Beispiel oder auch mit Friedhelm Marx waren Sie da. Und diese Frage, ich habe vorhin schon gesagt, Legitimation von Politik, die ja auch im Digitalen eine große Rolle spielt. Also wenn wir uns angucken, wie Donald Trump über digitale Medien, die behauptet hat, sein Nachfolger sei illegitim etc. Gab's da einen Austausch? Natürlich. Also was haben Sie von denen gelernt? Gelernt, so eine Heiterkeit des Denkens, die ich echt brauchte nach dieser Pandemie. Also ich würde sagen, wir haben in so einer dialogischen Freude nachgedacht, die ich echt im hiesigen akademischen Milieu total vermisse. Also mir ist deutlich geworden, letztlich die Bedeutung von Orten und Räumen und von ungeplantem, absichtslosen und trotzdem konzentrierten Nachdenken. Also das ist eine ganz komische Mischung aus Staunen und Strenge oder aus Fokussiertheit und Offenheit. Und die ist mir deutlich geworden an Gesprächen im Haus und mit Friedhelm Marx, der perfekt Nudeln machen kann, und für Nora Finscheid, die während dieser Zeit an einem neuen Filmskript gearbeitet hat, Systemsprenger, und dann abends immer vorbeikam und schrieb. Also das sind sehr, sehr leuchtende Gesprächserinnerungen, die ich da mitnehme. Ja. Finde ich ganz spannend, weil ich sah so diese Liste und dachte so, das ist so die Klassenfahrt der arrivierten Professoren. Darf ich das so böse sagen? Das dürfen Sie. Darf ich. Na gut. Vielen Dank, Bernhard Pörksen.